Das Pferd hat ein neues Auto gekostet. Also wie kann man einem Tier sowas antun? Die wählen halt die Variante des Aussetzens. Das hatten wir auch immer wieder bei Hunden. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Nur heute sind wir nicht in Shakes and Fidget drin, sondern in dem Shakes and Fidget Data Hub. Ja, das ist tatsächlich eine Seite, von der ich, bevor ich das Video von Capso gesehen habe, noch nie irgendwas gehört hatte. Ja, Capso hatte vor 2-3 Tagen irgendwie ein Video dazu gemacht, zu dem SF Game Data Hub, und ich habe mir so gedacht, WTF. Ich habe davon noch nie gehört, aber das ist ultra geil, ultra genial und super, super nice, dass sich da Leute rangesetzt haben. Unter anderem einmal Vars war hier beteiligt und Dark Monk, also wenn ich die richtig ausspreche. Auf jeden Fall die beiden, wobei hier der Monk wohl den größeren Anteil dazu beigetragen hat, so wie ich das rausgehört hatte. Und ja, der SF Data Hub ist quasi das, was der Webshop hätte sein können. Das komplette Potenzial aus dem Webshop quasi ausgeschöpft. Und ich muss dazu sagen, ich habe euch das Ganze mal unten verlinkt, aber es ist noch alles im Aufbau, sag ich mal so. Die Seite ist noch relativ neu, frisch, ist jetzt so gerade draußen, dass jetzt alles verfügbar ist, die Kernfeatures da sind. Es folgt noch sehr viel in Zukunft, aber es ist auch noch nicht alles perfekt. Es ist quasi ein laufender Prozess, der jetzt immer sich weiter verbessert, und da hat die Seite auf jeden Fall meinen kompletten Support, muss ich wirklich so sagen. Ja, das ist nämlich richtig, richtig genial, wenn wir hier einmal drauf eingehen, was hier eigentlich alles so drin ist. Also, wir haben hier einmal, wir können hier einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch stellen. Ja, wir machen das mal jetzt auf Englisch. Ich glaube, da sind die Rechtschreibungen alle schon drin. Zum Beispiel auf Deutsch sind hier noch so Kleinigkeiten, ne? So überall noch so ein paar Übersetzungsfehler, aber das ist halt wirklich, ja, es wird halt alles noch so kommen, ne? Ansonsten haben wir hier einmal SF-Tools, Tavern-Discord, Guide-Hub, ja, und hier links an der Seite haben wir hier auch, können wir auch sortieren nach Guide-Hub und Top-Listen. Hier ist einmal der Guide von Vars drin, alles Mögliche. Hatte ich auch zum EU20-Start, als ich den Account von Hunrizzle gespielt habe ich mich auch so ein bisschen danach gerichtet. Da kann man sehr gerne mal auch vorbeischauen hier. Hier ist soweit alles drin, was man auch so braucht in Bezug auf ja, Basiswissen, Extended-Wissen. Und ja, was alles so relativ nützlich ist, hier Kalkulatoren etc. pp. Ne? Alles, was man hier aus dem Guide auch kennt. Und dann haben wir hier einmal die Top-Listen, ja. Und das ist jetzt genau das, von dem ich sprach, was eigentlich so, ja, der Webshop hätte draus machen können, es allerdings nicht gemacht hat, und es dann 2 Spieler aus der Community innerhalb von 5 Monaten in der Freizeit wohl irgendwie, ja, rangesetzt haben, um diese Seite hier fertigzustellen mit ja, deutlich weniger Daten, die Shakes and Fidget haben. So, ne, da hätte SF das deutlich leichter gehabt, haben sie sich die Daten alle selbst gezogen, auf die Seite hier gebracht, und ja, jetzt kann man hier halt eben alles super vergleichen, was man halt eben im Webshop nicht kann, beziehungsweise halt eben nur oberflächlich. Okay, wir haben hier einmal oben links die Serverauswahl. Hier können wir alle möglichen Server vergleichen, hiermit reinnehmen und das so individuell gestalten, wie wir das haben wollen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir mal, wir sagen mal, F9 ist ja mein Server, dann lädt er hier schon alles rein. Dann seht ihr hier die Rangliste von F9. Okay, ich kann aber auch sagen, was ist, wenn ich jetzt noch F8 mit dazu haben will? Ja, und keine Ahnung, F11, so als Beispiel, sage ich mal jetzt nur, weil könnte ja sein, dass da eventuell in Zukunft eine Fusion kommt oder so. Ja, keine Ahnung. Dann kann man das hier alles so individuell vergleichen, wie man das haben will. Und wenn wir jetzt mal das uns ein bisschen simpler gestalten und einfach mal bei F9 bleiben,
können wir hier auch zum Beispiel hier oben nach Klassen sortieren, zum Beispiel nur die Mages, dann werden nur die Mages angezeigt. Oder wir können zum Beispiel, wenn wir sagen wollen, ey, wir wollen hier noch irgendwie, keine Ahnung, Mages und Battle Mages dazu haben. Ne? Oder wenn man zum Beispiel Kundschafter ist, dass man sagt, ey, wir nehmen Kundis und dann nehmen wir zum Beispiel noch eine andere Geschickklasse, und zwar die Assassinen noch mit dazu als Beispiel und Dämonenjäger vielleicht, und dann kann man sagen, ey, dann vergleicht man hier so die Geschickklassen miteinander. Also man kann hier dann auch jeweils halt eben die Server individuell dazu holen, plus halt die Klassen auch individuell sortieren. Und das Geile hierbei ist halt, dass man im Vergleich zum Webshop nämlich auch wirklich sehr detaillierte Übersichten hat, wie SF-Tools quasi das auch ausliest über seine Stat-Punkte. Ja? Man hat hier Hauptattribut, Nebenattribut, Summe, dann Stats, die man pro Tag macht, seine Ratios, also sein Hauptattribut, Nebenattribut, Ratio, ja, Mine und weitere Statistiken. Man kann hier auch zum Beispiel auf den Namen irgendwie raufgehen, wenn man, warte mal, oder man kann hier, glaube ich, auch Spieler suchen. Versuchen wir es mal hier drüber. Dorza. Gut, jetzt nimmt er meinen Holzfäller Hüttenschar. Ich weiß nicht, ob der auch noch andere nimmt, aber bleiben wir mal jetzt beispielsweise bei dem Krieger hier. Ja, das ist jetzt nicht mein Mage. Ich weiß nicht, ob der verschiedene auch hier anzeigt dann. Ne, jetzt hat er quasi nur den Krieger ausgewählt. Und jetzt können wir hier zum Beispiel sehen, ja, was für eine Rolle ich habe hier. Man kann detaillierter noch die Basispunkte sehen. Man kann hier zum Beispiel auch auf Total Stats schalten. Also hier hat man tatsächlich auch die Auswahl zwischen Basis und Total Stats zu vergleichen. Und so wie ich das gelesen habe, wird wohl einmal pro Monat ein Scan durchgeführt. Man kann hier auch einen Rescan anfordern, einen manuellen irgendwie wohl. Mal gucken, wie das nachher geht. Und dadurch schafft man sich quasi Vergleichswerte, beziehungsweise kann man halt sehen, okay, wie viel Gold hat der jetzt diesen Monat gemacht und ja, wie ist da so sein Fortschritt? Das kann man dann natürlich auf den Tag dann auch ausrechnen. XP pro Stunde, Gold pro Stunde, ja, wird hier dann angezeigt. Man kann sich hier Charts anzeigen lassen. Fortschritte. Ich weiß noch nicht, ob das 100% hier alles aktuell ist. Nee, ist es nicht. Dungeons and Tower sagt dann 0 von 100, aber wie gesagt, das kommt halt alles noch. Man kann hier quasi Vergleiche anstellen. Man hat hier eine Historie, wo man sieht, wann man was erreicht hat. Das ist auch noch nicht 100%ig hier in Stein gemeißelt. Also das wird auch noch erweitert werden, aber richtig detaillierte Dinge auf jeden Fall am Start hier. Man kann auch von hier aus zum Beispiel die Gilde öffnen, in der sich der Spieler befindet, und hat hier dann quasi auch noch eine Klassenübersicht, wie die prozentuale Verteilung, sag ich mal, in der Gilde ist. Also welche Klassen sind dort wie weit gewichtet. Kann man auch hier zum Beispiel auf Klassenverteilung gehen, dann kriegt man hier noch so ein Kreisdiagramm angezeigt und sieht dann, aha, wir haben so und so viele prozentuale Anteil an der und der Klasse in der Gilde. Das ist natürlich auch richtig, richtig stark, und muss ich wirklich sagen, das ist ein Feature, was man sich schon so lange gewünscht hat, was der Webshop hätte sein können, aber jetzt musste das halt eben die Community selbst machen. Ne? Man kann hier halt eben auch nach Gilden gehen und diese sortieren. Man kann hier entscheiden, ob man Stats pro Tag sich anzeigen lassen will. Nach Basispunkte kann man hier sortieren oder nach Main-Punkte. Ne? Wenn wir jetzt mal nach Base-Stats gehen, genau, dann sind wir hier auf Platz 3 jetzt im Moment gerade. Und genau, ich glaube, man kann noch normalerweise hier auch direkt draufklicken und dann wird man auch direkt zu dem Char auch hingeleitet. Aber wie gesagt, es kann auf jeden Fall sein, dass hier und da noch so ein paar kleine Fehlerchen sich mal einschleichen. Aber ich denke mal, die sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, und ich wollte euch das definitiv mal zeigen, damit ihr auch seht, was hier wirklich aus der Community entsteht, was hier möglich ist. Ja,
man kann hier gerade nicht drauf klicken. Okay, aber ich denke mal, das wird noch kommen. Und, oder war auf jeden Fall schon da. Ich hatte das in der Vergangenheit schon mal gesehen. Man kann hier auch zum Beispiel alle Klassen, ja, hier, ne? Hier ist ein Knopf, da kann man alle Klassen dann halt eben nehmen. Und dann werden hier auch alle angezeigt. Genau, und dann kann man hier auch nochmal dann nach den Basispunkten sortieren. Ne? Und, oder Stats pro Tag, aber wie gesagt, das hier ist noch nicht hundertprozentig klar, weil hier noch kein Vergleichswert dahingehend ist, weil es natürlich bisher nur ein Scan gab, ein Scan gab vom 3.1.26. Ne, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall dann auch auf den zweiten Vergleichsscan dann abwarten. Wie gesagt, es soll hier in Zukunft einmal pro Monat gescannt werden und je nachdem, wie halt eben auch die individuellen Scans dann halt eben aussehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Man kann hier wirklich sich alles so sortieren, wie man das haben will und das sich so ja, hinzaubern will. Deswegen bin ich hier auf jeden Fall gespannt, was hier noch in Zukunft kommt. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es hier Neuigkeiten geben sollte. Es gibt auf jeden Fall noch sehr viel, was hier noch in Zukunft erscheinen soll. Deswegen bin ich sehr gespannt hier. Und ja, wollte euch das Ganze einfach nur mal zeigen. Vielleicht könnt ihr damit ja, was anfangen und das für euch selbst auch nutzen. Je mehr Zeit vergeht, desto besser wird, denke ich mal, die Seite. Also auf jeden Fall da ein bisschen Geduld und dann wird das Ding hier ein richtig geiles Feature. Und ich freue mich sehr, dass immer wieder sowas aus der Community entsteht, wenn Shakes and Fidget das selbst nicht hinkriegt. Ja, ist es auf jeden Fall zumindest schön, dass die Community das macht. Okay, Freunde, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.